Herzlich willkommen zu einem neuen Paint and Talk. Dieses Mal habe ich euch mit zum Spielplatz genommen. Ich habe das irgendwie zu meiner neuen Gewohnheit gemacht, jedes Mal, wenn ich mit den Kids am Spielplatz bin, dass ich mir jetzt mich daran erinnere, meine Malsachen einzupacken. Ich habe mir dafür sogar extra einen neuen Rucksack gekauft und habe da überlegt, was packe ich da ein, dass wenn wir on the go sind, dass ich den einfach schnappen kann und mitnehmen kann, ohne dass ich da erstmal überlegen muss, was packe ich ein. Jetzt habe ich das einfach gemacht, dass ich da mein Notizbuch mit habe und mein kleines Etui mit den Stiften, einen kleinen faltbaren Becher, meine Pinsel, meine Aquarellfarben natürlich und dass ich mir angewöhne, auch immer eine Flasche Wasser mitzuhaben, falls ich dort keine Wasserquelle habe, dass ich dann etwas Wasser für meine Wasserfarben habe. Ja, dieses Mal war es dann so, es war so ein richtig schöner, sonniger Tag und irgendwie war ich total im Flow. Also ich glaube so eine Stunde herum, ein bisschen länger wahrscheinlich, 1 bis 2 Stunden habe ich mich da hingesetzt auf die Bank, habe da so einen Holztisch und da war vor mir ein Baum, der hat mir so ein bisschen einen Schatten gespendet. Da habe ich mich einfach ausgebreitet. Ich habe uns ein paar Snacks mitgenommen, die Kids haben dort gespielt und ich habe dieses Mal ein Objekt ins Visier genommen, was ich letztes Mal schon überlegt hatte zu zeichnen. Und dieses Mal hat es sofort Klick gemacht und man dachte, okay, letztes Mal war es nicht, aber dieses Mal mache ich es. Ich habe mich dann also hingesetzt und habe das angefangen abzuzeichnen. Und ich war total im Flow, ich habe gar nicht viel nachgedacht und ich konnte schon neue Dinge umsetzen, die ich im Urban Sketching Workshop gelernt habe. Das war ein einmaliger 4-stündiger Workshop, ganz neu für mich gewesen, Urban Sketching. Falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, dann ja, könnt ihr gerne mal reinschauen, wie es mir dabei gegangen ist. Eigentlich war das für mich ein sehr frustrierender Workshop, weil er ganz anders war, als ich es mir vorgestellt habe. Ich bin natürlich total freudig reingegangen und hatte irgendwie so eine Erwartung, wie das dann sein wird und dass das voll Spaß machen wird und dass ich da voll viel lernen werde. Ja, ich habe viel gelernt, aber es hat mir nicht so Spaß gemacht, weil es frustrierend für mich war. Es war sehr herausfordernd für mich unter den Umständen, die dort gegeben waren. Es war sehr, sehr herausfordernd für mich. Aber ich habe das jetzt bemerkt, ich habe das plötzlich umsetzen können, was ich dort aufgeschnappt habe. Es hat anscheinend etwas Zeit gebraucht und ich habe mir natürlich auch ein paar YouTube-Videos zu Hause angeschaut. Lustigerweise werden mir oftmals englischsprachige Videos angezeigt und ja, wir haben da ja eben gesprochen über Augenhöhe, Fluchtpunkt, also es ging um perspektivisches Zeichnen. Das ist für mich ein ganz neuer Punkt, ja, und da habe ich gemerkt, vom plötzlich 2D-Zeichnen, weil vor einer Woche habe ich ja einfach einmal nur Bäume in 2D abgezeichnet, die seht ihr sogar im Hintergrund im Video, den Zaun davor, ein bisschen ein Feld, Berge, Himmel, es war zweidimensional. Ich habe bis jetzt immer zweidimensional gezeichnet und das war jetzt das erste Mal, dass ich dreidimensional gezeichnet habe, perspektivisch gezeichnet habe und das war das riesengroße Thema, was sich für mich im Urban Sketching Workshop noch so riesengroß und irgendwie so unerreichbar angefühlt hat. Und da war eben dieser große Frustmoment da. Und irgendwie hat es anscheinend Zeit gebraucht, ein bisschen, damit das einsickern kann in mein System, ja, damit das irgendwie mein Nervensystem irgendwie verarbeiten kann, ja, der Körper irgendwie aufnehmen, verarbeiten, verdauen kann, diese ganzen Informationen, die ich dort aufgeschnappt habe. Und ich habe wann habe ich das gezeichnet? Am Donnerstag? Ja, ich glaube am Donnerstagnachmittag war es, genau. Ganz spontan. Und da konnte ich das plötzlich umsetzen, was ich gelernt habe. Eben mit dem Bleistift hinhalten, Proportionen abmessen, den Stift halten für die Augenhöhe, für den Fluchtpunkt,
ist das parallel oder ist das ein bisschen schräg zum Zeichnen? Eben die Perspektiven. Ich habe am Anfang mit dem Bleistift mir ein paar Hilfslinien eingezeichnet. Ich habe meinen Stift zur Hand genommen, habe meinen Arm ausgestreckt und habe geschaut, okay, wie stehen diese Linien zueinander, ja? Und dann am Schluss beim Bogen habe ich da sogar, einen Schatten eingezeichnet. Beim Torbogen, wo man reingeht, die Ziegel, dass das dann auch so nach hinten weitergeht, und dann habe ich da so eine Ecke eingezeichnet und da die Ziegel entlang, und am Ende, also ich war so mittendrin im Zeichnen, war ich da total drinnen, ja, ich habe nicht nachgedacht, ich habe einfach gemacht und geschaut, was habe ich gesehen, und dann habe ich mir gedacht, ich möchte nicht das alles zeichnen, was ich sehe, weil da waren eigentlich noch ein paar Büsche davor, und die haben mir gedacht, die lasse ich jetzt weg, sonst wäre es zu detailliert und dann würde ich wieder viel zu lange brauchen. Ich habe mir gedacht, ich lasse die Büsche weg und habe mir kurz überlegt, wie schaut es hinter den Büschen aus, ja, und das habe ich dann gezeichnet, da habe ich dann eben diese Baumstämme gemacht. Wie das dann alles fertig war, also zuerst Hilfslinien mit Bleistift, dann mit meinen Finelinern habe ich das komplett ausgezeichnet. Und dann war für mich so mal so, der erste Aha-Moment, okay, das ging jetzt irgendwie viel leichter, als ich es mir vorgestellt habe. Ich habe da plötzlich gemerkt, dass ich da voll den Sprung gemacht habe. Und dann mit dem Aquarell, ausgemalt. Ich musste es zwischendurch mit dem Sonnenlicht trocknen lassen, die Schichten, damit das nicht ineinander verläuft. Einmal oder zweimal ist mir das sogar passiert, dann musste ich das einfach mit dem Tuch abtupfen. Aber bei dem Ziegelwerk, das habe ich dann komplett aus meiner Vorstellungskraft gezeichnet, ja. Und die verschiedenen Farben von den Ziegeln, das habe ich angemischt. Also ich freue mich, ich habe da gemerkt, dass ich da schon einen riesen Fortschritt gemacht habe. Und dass ich plötzlich auf einem ganz anderen Level stehe als Zeichnerin. Und bei mir ist das irgendwie so gleichermaßen drinnen, das Zeichnen, aber auch das Malen. Das Zeichnen mit den Finelinern und das Malen mit dem Aquarell. Das ist so für mich mittlerweile so eine Einheit geworden. Das gehört zusammen, und für mich ist das irgendwie gleichermaßen wichtig geworden, beides, ja. Und in den letzten Wochen habe ich mich sehr fokussiert auf das Malen mit dem Aquarell. Und jetzt merke ich, dass so wieder so mehr das Zeichnen, das perspektivische Zeichnen in den Vordergrund tritt, und dass ich da mich auch mehr perfektionieren möchte. Also dass ich da dann schaue, mittlerweile auf YouTube ganz viel, da wird mir auch schon so viel angeboten, perspektivisch zeichnen, und was kann man da üben, damit man das richtig kann, auch die Linienführung und die Strichführung, und was kann man üben, damit man mehr aus dem Kopf zeichnen kann, dass das irgendwie so automatisiert wird. Also ich befinde mich da gerade in einem sehr spannenden Hoch, und für mich war das, ich habe am Donnerstag, wie wir heimgegangen sind, ich glaube stundenlang nicht verstanden, was da passiert ist. Ich habe nicht gewusst, dass das in mir steckt. Ich habe nicht gewusst, dass das meine Hände können. Dass ich sowas zu Papier bringen kann. Ich war total baff. Ich sag's euch, ich war so perplex. Ich habe es nicht verstanden. Ich bin 37 Jahre alt, dass das in mir steckt, und ich habe es nicht gewusst, dass das in mir steckt. Ja, ich habe als Kind schon immer gern gezeichnet, aber ich habe als Erwachsene das dann irgendwie aus den Augen verloren. Alltag, Mama sein und so weiter, bibabo. Und dann dieses Jahr wieder damit angefangen, und plötzlich mache ich so große Sprünge, und es war für mich wirklich schwierig, das zu begreifen, dass das in mir steckt und dass ich so schnell Fortschritte machen kann, auch wenn es manchmal frustrierend ist, dass ich anstehe, dann lasse ich das sacken und plötzlich ist das da.